Ja, hallo. Es ist wieder mal soweit für das Fassprojekt 2026. Ein bisschen längere Pause gemacht. Manchmal kommt man nicht so zu den Dingen, die man gerne tun möchte. Aber jetzt ist wieder Zeit für das Fassprojekt und für das Fass. Und der Madeira ist immer noch im Fass. Ich habe dann doch entschieden, die Belegung etwas länger laufen zu lassen. Und wir sind jetzt ungefähr knapp 9 Wochen in der Zeit. Anfang Januar hatte ich den Madeira in das Fass gefüllt. Jetzt haben wir Anfang März, also 2 Monate, ein bisschen mehr, also knapp 9 Wochen. Und ich würde heute wieder mal den Madeira mir ansehen, kurz ins Fass gucken und natürlich auch kosten, was passiert ist, wie stark der Holzeinfluss jetzt schon ist, um da zu entscheiden, Vorbelegung weitermachen, wie lange weitermachen. Also öffnen wir das Fass. Das ist ja die übliche Vorgehensweise. Oh, da sitzt aber heute fest der Kollege. So, kurz reingeguckt. Also verdunstungsmengenmäßig wenig bis gar nichts, würde ich sagen. Und nun nehmen wir mal hier einen Schluck hinaus. So, dann sind wir da erstmal auf der sicheren Seite. Da ist der Madeira im Original. Ich hole den mal hierher. Da ist der Madeira aus dem Fass. Ich versuche das mal so zu machen. Ich hoffe, das ist gut sichtbar. Also der Madeira im Fass ist immer noch heller. Ich würde jetzt auch schätzen, dass er nicht viel nachgedunkelt ist. Vielleicht jetzt mal kurz auch den Original Madeira, zumindest in der Nase, mal wieder in Erinnerung rufen. Ja, diese süß-saure Balance, dieses nussige, ein bisschen auch immer noch, finde ich, hat der rauchig wäre zu viel gesagt, aber was geröstetes. Sehr schön. Und nun schauen wir mal, was hier angeboten wird. Oh ja. Okay, also ist deutlich weniger süß. Es ist aber noch Süße da. Also dieses starke süß-saure Aroma im Original Madeira, das ist hier noch, aber es ist abgeschwächter. Und dieses süßliche, ja, das ist schon so, süßes Holz, weiß ich jetzt nicht. Aber vielleicht sowas wie Süßkartoffel. Ja, so ein bisschen in die Richtung. Also es ist jedenfalls vom Geruch her und von der Nase überhaupt nicht so, dass ich sagen würde, hier kippt irgendwas in eine unschöne Richtung, sondern das ist immer noch recht angenehm, das Nussige. Ja, das muss man schon ein bisschen mehr suchen jetzt. Also es ist so ein bisschen strenger und jetzt aber auch nicht übertrieben holzig. Säure ist vielleicht auch ein Stück weniger geworden, was auch nicht so schlecht ist. Gucken wir mal. Ich würde den jetzt nicht im Original kosten. Das mache ich aus der Erinnerung. Ja, also im Geschmack deutlich herabgesetzt. Immer noch diese Original Madeira-Noten. Da das Süßliche, ein bisschen säurig. Da ist die Nuss stärker im Geschmack, würde ich sagen, wieder da. Aber jetzt hat man gerade, wenn es hinten rausgeht, bitter wäre auch zu viel gesagt, aber in die Richtung gehenden Geschmack nicht unangenehm, aber schon deutlich spürbar. Und da hat sich also in den vergangenen Wochen auch noch was getan. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass da noch was geht. Dass das Holz noch ein bisschen mehr Austausch haben kann.
Ursprünglich hatte ich ja überlegt, 4 bis 6 Wochen. Schon nach 4 Wochen hatte ich, weiß gar nicht, ob ich das so intensiv im Video besprochen habe, aber hatte ich für mich selbst den Eindruck, na, ich glaube, mit nur 6 Wochen werden wir da nicht hinkommen, um eben einfach auch dann ein Fass zu haben, das gut vorbereitet ist, das gut vorbelegt ist und das dann auch ganz wunderbar den Whisky verändern kann. Und nach 9 Wochen würde ich sagen, es ist immer noch so, dass das in Ordnung geht, wenn wir da jetzt so weitermachen und noch ein bisschen Belegung lassen. Aber so eine große Pause, wie ich sie das letzte Mal gemacht habe, werde ich jetzt nicht machen, sondern jetzt werde ich schon versuchen, nach 2 Wochen wieder ein Tasting sozusagen zu machen und zu prüfen, was da noch geht. Ja, aber die Richtung ist klar vorgegeben und ich glaube auch, dass jetzt, weiß nicht, ob es 2 oder 4 Wochen sind, aber dann so langsam, glaube ich, kommt man an das Ende der Vorbelegung. Das wäre mir wirklich dann lieber, das so zu machen. Genau, das war ein neuerliches Öffnen des Fasses und weitere Probe, was passiert ist im Fass. Und ich habe aber schon eine Idee für ein anderes Video. Das schiebe ich jetzt recht schnell hinterher, hoffe ich. Und freue mich, dass ihr wieder mal zugesehen habt bei meinem Fassprojekt und den Fortgang auch beobachtet. Wir bleiben dran, ich bleibe dran, ihr hoffentlich auch. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt, Fass öffnen, gucken, ob es losgehen kann mit der Whisky-Belegung. Tschüss.